Zeit ist die kostbarste Ressource, die du hast, und unaufhörlich rinnt sie dir davon. Um effizient zu werden, solltest du unbedingt lernen, gut mit dieser Zeit umzugehen und wie du diese Zeit am effizientesten einsetzt, um dann entweder mehr zu erreichen oder viel mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Aber bevor wir zum Thema kommen, schau doch nach, ob du den Kanal schon abonniert hast, indem du hier klickst, damit du zukünftig keine Videos mehr verpasst. Meine 5 effizientesten Zeitspartipps bekommst du in diesem Video. Bleib also unbedingt dran. Servus und herzlich willkommen. Heute ist wieder ein genialer Tag. Und noch viel genialer ist, dass ihr dabei seid. Denn heute geht es wieder um zumindest um ein spannendes Thema. Es gibt viele Gründe, wieso du lernen solltest, effizient mit deiner Zeit umzugehen. Einerseits hast du dann die Zeit, um auf einem bestimmten Gebiet besonders gut zu werden, sei es jetzt Naturwissenschaften oder ein Instrument oder die Geschichte oder was auch immer dich interessiert. Andererseits kannst du die Zeit auch nutzen, um für die wirklich wichtigen und schönen Dinge im Leben Zeit zu haben. Und das wären zum Beispiel Freunde, die Familie, euer Ehrenamt oder ein Hobby. Worum wird es heute gehen? Es wird um 5 Punkte gehen und das sind die folgenden 5 Punkte. Der erste Punkt ist am Anfang Sprinten. Der zweite ist Produktivität. Der dritte ist Automatisieren oder für sich arbeiten lassen. Der vierte ist Individualverkehr. Und der fünfte ist von anderen lernen. Am Anfang zu sprinten, das ist auch ein generelles Prinzip. Ganz praktisch ist es ja so, wenn du möglichst schnell zum Bäcker kommen willst und in ein Auto einsteigst, dann machen wir es ganz natürlich so, dass wir erstmal beschleunigen, so schnell wie möglich auf 50 km/h und dann fahren wir zum Ziel und dann sind wir angelangt. Die andere Alternative wäre, dass du erstmal 10 Minuten lang auf 20 km/h fährst, danach auf 50 km/h beschleunigst und dann beim Bäcker ankommst. In dem Fall hast du dieselbe Energie verbraucht. Also ob du erst beschleunigst und dann weiterfährst, oder erst langsam fährst und dann beschleunigst, du brauchst dieselbe Energie, aber im Endeffekt, wenn du am Anfang sprintest, kommst du schneller am Ziel an und so sparst du dir viel Zeit. Und das ist genau dasselbe Prinzip, das ihr auch im Leben, wenn ihr etwas lernt oder was Neues macht, anwenden solltet. Wenn ihr in einer neuen Arbeit seid, solltet ihr am Anfang viel Zeit investieren, zu lernen, worum es geht. Oder wenn ihr ein Instrument habt, am Anfang müsst ihr viel Zeit investieren und dann könnt ihr danach davon profitieren. Wenn ihr also am Anfang mehr investiert, dann spart ihr im Endeffekt Zeit. Das habe ich vor kurzem erst wieder praktisch angewandt. Und zwar war es so, dass in meiner Gemeinde jemand gebraucht wurde, der Klavier begleitet, die Lieder. Und es waren Lieder ohne Akkorde, das war für mich was Neues. Und so habe ich erstmal die ersten 2 Monate, habe ich jeden Tag 1 oder 2 Stunden Klavier geübt. Und daraufhin konnte ich es dann. Und ich kann es begleiten und muss nur ab und zu mal wiederholen. Aber die Grundkenntnis ist da. Anstatt dass ich jetzt immer so ein bisschen gespielt hätte, ein bisschen begleitet, dann hätte ich 2 Jahre gebraucht, bis ich auf dem Niveau bin. Und dann wäre ich zwar auf demselben Niveau, aber die 2 Jahre hätte ich verschwendete Zeit oder Energie gehabt. Und dasselbe gilt natürlich genauso, wenn ihr Gitarre lernen wollt. Oder wenn ihr euch für ein bestimmtes Gebiet, zum Beispiel Geschichte, interessieren wollt, dann investiert am Anfang viel Zeit, lest viele Bücher, kauft viele Bücher und irgendwann seid ihr auf einem Niveau, wo ihr dann profitieren könnt davon. Der zweite Punkt, Produktivität, ist ein riesiger Punkt und ich will nur ein paar Dinge, die mir besonders wichtig sind, erwähnen. Und der erste Punkt bei Produktivität ist, dass ihr auch das Richtige tut. Weil oft ist es so, dass man sich gerne vor den wichtigen und von den richtigen Dingen drückt und irgendetwas anderes tut. Es gibt viele Leute, wenn eine große Prüfung ansteht, dass sie dann plötzlich Lust auf alles andere haben, plötzlich eine Putzhut bekommen oder andere Dinge tun. Dabei wäre jetzt auf die Prüfung lernen wichtig. Die anderen Dinge kann man wann anders tun. Und bei mir ist es so, jedes Mal, wenn ich was vorhabe, frage ich mich, ist das jetzt das Beste, was ich tun kann? Nur ein Beispiel, auch der Sport. Viele Menschen fahren viel Fahrrad oder gehen Skifahren oder ins Fitnessstudio. Und wenn es einem Spaß macht, dann ist es auch eine gute Sache. Aber bei manchen Leuten geht es vor allem darum, fit zu bleiben und seinen Körper schlank zu halten. Und da ist es nicht unbedingt das Effizienteste. Normales Fahrradfahren trainiert vor allem die Beine, aber kaum den gesamten Körper. Im Fitnessstudio ist es zwar gut und effizient, aber gleichzeitig habt ihr nicht die vielen Vorteile von frischer Luft und von natürlicher Sonne. Und beim Skifahren ist es so, dass ihr mindestens 2/3 der Zeit mit Dingen verbraucht, die mit Skifahren an sich nichts zu tun haben. Ihr packt eure Sachen morgens, ihr bereitet euch vor, ihr fahrt zum Zielort, ihr kleidet euch um, ihr seid im Skilift dann beim Skiort. Den Großteil der Zeit steht ihr nur rum oder sitzt rum. Also wem es Spaß macht, ist es super. Aber wenn ihr Sport machen wollt, um euch fit zu halten, gibt es bessere Alternativen. Was ich vorschlage und was wirklich effizient ist und auch sehr gesund, ist Joggen. Joggen in der frischen Luft. Das ist mit das Beste, was man machen kann. Oder auch Gymnastik, Morgengymnastik. Das sind Dinge, die ich mache und die einen fit halten, ohne viel Zeit zu verbrauchen. Ein weiterer Punkt zur Produktivität ist das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip ist auch das 80-20-Prinzip und es sagt, dass man mit 20% des Aufwands
80% des Resultats bekommt. Und für die letzten 20% des Resultats braucht ihr 80% des Aufwandes. Und das ist in fast allen Themengebieten so. Beispielsweise wollte ich mich mehr mit Gesundheit befassen, dass ich mich nicht nur auf die Ärzte verlassen muss, sondern auch selber entscheiden kann, was gut für meinen Körper ist. Und wenn das auch dein Prinzip ist, dann ist auch hier das 80-20-Prinzip wichtig. Das heißt, durch eigene Erfahrung, dadurch, dass du mit anderen redest, dadurch, dass du bestimmte Bücher liest, kannst du 80% von dem Wissen, was du brauchst, dir selber aneignen in kurzer Zeit. Und das letzte 20%, das braucht dann wirklich 6 Jahre Studium, wo dann Ärzte wirklich jedes Körperteil auswendig lernen, wie der lateinische Name ist. Und das bringt dich aber selber kaum weiter. Es reicht, wenn du die 80% hast. Ein nächster Punkt für Produktivität ist, wie kann man effizient lernen? Ein Punkt dabei ist die Reizüberflutung, die uns heute das effiziente Lernen schwierig macht. Dass oft Leute einfach da sitzen und sich nicht konzentrieren können, aus dem Fenster schauen. Was ist der Grund? Ein Grund ist die Reizüberflutung und dazu mache ich demnächst ein Thema. Das wird heißen moderne Drogen. Abonniert also unbedingt den Kanal und bleibt dran. Das Problem ist, diese starken Reize, die wir in Kinofilmen, Computerspielen bekommen, die machen es uns schwer, uns dann auf Dinge zu konzentrieren, die keine starken Reize bieten, wie zum Beispiel Bücher lernen. Und man lernt ja meistens aus Büchern oder in der Vorlesung beim Professor aufpassen. Im Umkehrschluss heißt das, starke Reize vermeiden und seine Freizeit lieber mit weniger starken Reizen verbringen. Zum Beispiel, dass ihr mal wandern geht, dass ihr versucht, euch einfach an den Zwitschern der Vögel zu erfreuen oder an dem sprudelnden Bach oder an den schönen Blumen. Ein weiterer Punkt zur Produktivität ist, dass ihr euch ständig, wenn ihr was tut, fragt, wie kann ich das noch schneller machen? Aber diesen Punkt sollte man auch nicht übertreiben. Wenn man dann in bestimmten Tätigkeiten gesehen hat, wie man es schneller machen kann, muss man nicht jedes Mal sich wieder fragen, sonst ist allein die Entscheidungsfindung manchmal schon länger, als man für die Tätigkeit gebraucht hätte. Das ist vielleicht der Punkt, der am einfachsten umzusetzen ist. Mit Automatisieren kannst du wirklich viel Zeit sparen. Spülmaschine und Waschmaschine kennt jeder, aber es gibt noch mehr moderne Tricks. Besonders begeistert in letzter Zeit bin ich von den Bodenwisch- und Staubsaugerrobotern. Und so habe ich mir für 200-300 Euro bei eBay einen gebrauchten Staubsaugerroboter von iRobot gekauft. Ihr könnt auch einen neuen kaufen für etwa 750 von Vorwerk, der ist sehr zu empfehlen. Und es spart wirklich viel Zeit, einfach jeden Tag durchsaugen lassen und 80% von eurer Wohnung ist gesaugt. Genauso einen Wischroboter könnt ihr auch für 200-300 Euro kaufen und der wischt dann nass den Großteil und dann müsst ihr vielleicht nur einmal im Monat noch die Ecken und so weiter saugen und wischen und spart euch extrem viel Zeit. Das ist mein Wischroboter. Weiter zum Automatisieren, was ich sehr empfehlen kann, ist ein Brotbackautomat. Viele Deutsche und Schweizer lieben Brote, ich esse auch jeden Tag gern Brot und es ist auch so, dass ich nicht immer ein schönes Vollkornbrot bekomme, was einfach viel gesünder ist. Und deshalb habe ich angefangen, mir selber Brot zu backen. Ich habe ein Rezept rausgefunden, was echt einfach ist und insgesamt mit Abspülen und allem drum und dran und alle Zeit eingerechnet, brauche ich 5 Minuten, um ein super frisches, leckeres Vollkornbrot zu backen. Und das alles mit einer Brotbackmaschine. Ich kann euch eine empfehlen und zwar ist die Firma Unold. Und wenn ihr das richtig macht und ich stelle dann immer diesen Behälter auf so eine Waage und fülle dann das Wasser und das Mehl ein und dann ist in 5 Minuten mit allem drum und dran, bin ich fertig. Aber in ganz vielen Gebieten könnt ihr automatisieren bzw. für sich arbeiten lassen. Ein anderes Beispiel ist der Garten. Und ein großes Problem, wenn man selber einen Garten hat und sich da gesund ernähren möchte, sind natürlich die Schädlinge, die alles kaputt machen können. Und da gibt es auch ein Prinzip, dass man andere Pflanzen für sich arbeiten lässt. Wenn man hier zum Beispiel normale Nutzpflanzen kombiniert mit Duftpflanzen oder Blumen, wie Ringelblumen oder Lavendel oder so etwas, dann werden meistens die schlimmen Schädlinge ferngehalten und ihr müsst euch gar nicht groß darum kümmern, die Kartoffelkäfer abzusammeln oder andere Zeit für Dinge aufwenden. Auf Bügeln könnt ihr größtenteils verzichten, wenn ihr einen Trockner habt und den auf eine schwache Stufe stellt und dann sofort die getrockneten Hemden aus der Maschine nehmt und sie auf den Bügel hängt. Ich habe auch davon gelesen, dass es Bügelpuppen gibt, die dann das Bügeln für einen übernehmen. Da habe ich keine Erfahrung mit. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr sowas kennt. Oder kennt ihr andere Tipps, wie man noch Sachen automatisieren kann oder für sich etwas arbeiten lassen im Prinzip. Dann gibt es natürlich noch Dinge wie Alexa und Google Home, die dir auch helfen, bestimmte Dinge zu automatisieren und abzunehmen. Ich bin da selber nicht so der Fan davon, weil sie eben ganz viel Daten aufzeichnen und in die USA zur NSA übermitteln. Und das möchte ich nicht unbedingt. Aber für wen es etwas ist, da lässt sich zum Beispiel auch das ganze Haus automatisieren, dass sie dann Rollläden automatisch runterfahren lässt oder Fenster öffnet. Wichtig ist, dass wir die Augen offen behalten. Wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft auch Drohnen, die durch die Wohnung fliegen und euch bestimmte Tätigkeiten abnehmen.
Ja, dieser Punkt ist auch ein Punkt, der sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber gerade bei der jungen Generation ist so, dass oft ein falsch verstandener Umweltschutz dazu führt, dass sie so viele Stunden, Tage und vielleicht Jahre ihres Lebens damit verschwenden, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu sein. Dabei ist es wirklich so, in Deutschland ganz besonders, ihr spart sehr viel Zeit mit individuellem Verkehr. Mit den öffentlichen ist es so, dass ihr wirklich alle 1-2 Kilometer hält dann wieder der Bus oder die Bahn. Allein Fahrradfahren ist schneller als Busfahren. Wenn ihr einigermaßen Fahrrad fahren könnt, seid ihr schneller als der Bus. Und das Auto ist in den meisten Fällen, alles was unter 800 Kilometer ist, das effizienteste Fortbewegungsmittel. Also Individualverkehr ist in fast allen Fällen schneller als der öffentliche Verkehr. Individualverkehr, das ist dann zu Fuß gehen, Fahrradfahren oder eben Autofahren. Bei mir ist es so, ich versuche immer ganz in der Nähe von der Arbeit zu wohnen, also maximal 5 Kilometer. Und dann kann ich in 10-15 Minuten bei jedem Wetter einfach zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft noch ein weiteres Mittel zum Individualverkehr. In Karlsruhe gibt es die Firma Volocopter, die an kleinen elektrischen Hubschraubern forscht und die demnächst einsatzbereit sein sollen. In München gibt es Lilium Aviation, ein elektrisches Kleinflugzeug, das bis zu 300 Kilometer weit fliegen können soll. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Der 5. Punkt ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Von anderen lernen. Ihr könnt euch Jahre oder Jahrzehnte an Arbeit und an Zeit sparen, wenn ihr von anderen lernt. Von den Erfahrungen und vielleicht Fehlern, die andere in ihrem Leben gemacht haben. Und da empfehle ich ganz besonders, dass ihr weniger erfundene Filme schaut und Romane lest, sondern eher Biografien. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit die Biografie von einem der größten Komponisten aller Zeiten, Johann Sebastian Bach, gelesen. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass er ein riesiger Autodidakt war. Er hat sich so viel, fast alles selber beigebracht oder er ist selber auf bestimmte erfolgreiche Komponisten zugegangen und hat bei ihnen gelernt. Er hat selber seine Karriere geplant. Er war ein großer Autodidakt, dass er sich selber beibringt, aber dabei von anderen viel lernt. Oft hat er sich Werke aus Frankreich und Italien und Norddeutschland schicken lassen, hat diese kopiert und besser nochmal neu gemacht. Und nur so hat er dieses riesige, unvorstellbare Niveau an Musik schaffen können in seiner kurzen Lebenszeit. Also ganz wichtig ist auch, keine Zeit verschwenden und irgendwelche unsinnigen Videos schauen, sondern schaut lieber wichtige Videos, die euch voranbringen. Abonniert deshalb am besten auch meinen Kanal. Also vergesst nicht die 5 Punkte. Am Anfang sprinten, Produktivität, für sich arbeiten lassen, automatisieren, Individualverkehr und von anderen lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!